Seid gegrüßt, seid willkommen zu IXION. IXION ist ein Indie-Simulation-, Strategie- und Aufbauspiel, ähnlich wie Frostpunk, nur im Weltraum. IXION kombiniert Städtebau, Überlebenselemente und Erkundung zu einer aufregenden Oper mitten in den Sternen. Auf einer gefährlichen Reise bist du der Administrator der Raumstation Tiqqun, der mit der Aufgabe beauftragt ist, eine neue Heimat für die Menschheit zu finden, nachdem die Erde keine mehr bieten kann. Um die Station in Ordnung zu halten, ist eine geschickte Hand und strategisches Denken gefragt, denn du bist ständig zwischen der Aufrechterhaltung der Rumpfintegrität, dem Einbringen neuer Ressourcen und der Verwaltung des Stromverbrauchs hin und her gerissen. Welche Entscheidungen wirst du treffen, wenn du mit einer drohenden Katastrophe konfrontiert wirst? Was wirst du draußen im Dunkeln entdecken? Was werden wir erforschen in dieser weiten Galaxis? Launch control, we have Tiqqun clearance for shuttle launch. Initiate Stanford protocol. Clear procedures, check. Guidance go. Algorithm online. Attested safety protocol, check. Launch control to EMB Charon. All systems are go. Launch is imminent. Personnel are instructed to evacuate the launch pad. Minus 30 seconds. Deflectors out. PPS Tiqqun to EMV share. You have clearance for final approach. EMV share. You have been assigned to Tiqqun Docking Bay. Welcome on board, passengers. So, und da sind wir nun auch schon gelandet. Shuttle EMV Charon is now docked. Sector 1 empowered and pressurized. Munchie decontamination protocol online. Disembarkation authorized. Message to crew members. Welcome on board the Tiqqun, property of Dolus Aerospace Engineering Corporation. You will soon be given your assignments, but until then, please continue to wait near the docking bay. We hope you have a productive voyage, and would like to thank you for your contribution towards humanity's future. Administrator, I am Eden, the personal assistant installed on board the Tiqqun. In accordance with the Munchie Protocol, I have been designed to take into consideration your complete psychological profile so that I may more accurately respond to any needs you may have. My primary purpose is to ensure the Tiqqun's automated systems function efficiently.
I will keep track of the tasks that are necessary for you to fulfill your prerogative of reaching Proxima Centauri and carrying out field research, mining operations, manufacturing protocols, and Dolos colonization tests. Administrator, I wanted to introduce you to your first tasks personally. I'm Dolos' cryonics lead, Marduk Council member Giovanni Battista. So, let's see. Your first objective will be to begin setting up essential infrastructure aboard the Tiqqun, meeting the environmental conditions that are required to support your crew. Having laid these foundations, you will then oversee the installation of the Vol engine and perform a short test jump to Proxima Centauri. Upon arrival, your research teams will carry out a brief survey of local space, gather a few rock and coal dust samples, fire up the colonization protocol, begin building the foundations for mankind's future, yada yada yada. And then you'll come back. Now, in order to achieve this, you'll need to familiarize yourself with the Tiqqun's core functions. It's no big deal. There's the production, stockpiling and distribution of resources, construction, balancing of power output with allocation. Oh, and space exploration, setting out expeditions and all that. Basically, everything needed to establish scientific advancement and harmonious autonomy on board the Tiqqun following the first test of its Vol engine. Eden's gonna display and keep track of your main objectives. Oh, and Administrator, don't let the position go to your head. Veneer has insisted to center Dolos' focus on the Tiqqun. But this mission is just in preparation for our next project, the Protagoras. The Marduk Council worked damn hard to pull this mission together ahead of schedule. So, toe the line, do as you're told, and bring the Tiqqun back in one piece. Leave the grand gestures and saving of mankind from ecosystemic destruction to us, okay? One last word of advice. We don't all think like Veneer Dolos. As of yet, no human law has been officially established amongst the stars. That sounds like an opportunity knocking to me. Genau, dann gibt es Möglichkeiten, auch die Kamera zu steuern. Man kann sogar hereinzoomen. Es gibt einen Wuselfaktor. Arbeiter laufen umher. Arbeiten werden verrichtet. Und man muss dann darauf aufpassen, dass die Arbeiter genügend zu essen bekommen, medizinische Versorgung ermöglicht wird und dass alle glücklich und zufrieden sind. Man muss hier auf die Stromversorgung achten. Später kann man die Stromversorgung erweitern. Man hat verschiedene Rohstofftypen, die dann immer weiter aufbauen und aufeinander aufbauen. Dann gibt es noch verschiedene Ansichten. Wir sind jetzt hier in der Tiqqun-Innenansicht. Es gibt auch in dieser Innenansicht verschiedene Sektoren. Einmal hier den Sektor 1, dann gibt es hier noch weitere Sektoren, die dann hier freigeschaltet werden können. Sektor 2 ist jetzt inaktiv und muss freigeschaltet werden. Und dann kann man sich immer weiter aufbauen und ausbauen. Aber man muss dann natürlich auf die Energie, auf die Nahrung drauf achten. Und dann gibt es auch noch ein Vertrauen in uns als den Administrator von den Arbeitern aus. Und man muss später auch auf Rumpfintegrität achten, weil verschiedene Ereignisse wie Asteroiden auch die beeinträchtigen können. Die weitere Ansicht ist die Außenansicht. Dort kann man dann auch später hier über die Außenkonstruktionen Solaranlagen bauen, die Verbesserung des Antriebswerks und weitere Möglichkeiten sind dann gegeben. Dann gibt es noch die Planetenkarte. Die ist jetzt hier. Im Prolog sind wir hier bei der Erde, müssen jetzt die Tiqqun betriebsbereit machen und den Antrieb entsprechend demnächst herstellen. Und dann gibt es auf dieser Planetensystemkarte dann hier verschiedene Ereignisse, die verfügbar sind, die man mit dem Forschungsschiff dann auslösen kann, untersuchen kann. Man verdient dann verschiedene Ressourcen, Möglichkeiten und Ereignisse. Gehen wir jetzt mal wieder zurück. Hier werden nochmal die Ansichten gezeigt.
Kamerasteuerung, Gebäude. Gebäude sind frei montierbar und drehbar. Und dann werden wir jetzt erstmal eine Werkstatt bauen und eine Lagerhalle. Du musst dann diese unterschiedlichen Sachen dann mit einer Straße verbinden, dass die dann abgebaut werden können. Und wenn dann hier gebaut ist, kann man dann hier sagen, hier sollen Legierungen gelagert werden. Und die können dann hier anhand dieser Förderfahrzeuge dann in das Lager gebracht werden. Und dann werden hier diese umliegenden, ja, Rohmaterialien, was dann später dann selbst angebaut werden muss, im Planetensystem erkundet werden muss und so weiter. Und dann später, wenn dann diese Materialien irgendwann hier, die Rohmaterialien, aufgebraucht worden sind. So, und dann geben wir mal den Frachtschiff und das Forschungsschiff hier in Auftrag. Bauen noch weitere Lagerhallen. Hier werden nochmal die Ressourcen erklärt, verschiedenste Ressourcen, die Lagerung, Vorräte und der Transport. Dann kann man auch die Zeit beschleunigen. Und dann gibt es hier verschiedene Gebäude, normale Baugebäude. Später gibt es dann immer mehr, wenn man auch immer mehr Gebäude erforscht und sich freischaltet. Normale Wohngebäude, dass die Arbeiter ein Dach über den Kopf haben. Administrator, I have established a connection with Dolus's lead data scientist, Emma Klein. Ja, gleich. Und dann gibt es noch eine Andockbucht für verschiedene Schiffe, Nahrung, Gesundheitssystem und dann ein Forschungslabor. Werden wir jetzt noch eine weitere Werkstatt hier errichten, dass es etwas schneller geht. Hier werden wir hohe Priorität. Administrator, Mr. Dolos has made it abundantly clear when it comes to security. Given the importance of the Tiqqun, we must have full control over what is happening inside the station. My name is Emma Klein, Dolos's lead data scientist and member of the Marduk Council. My department have just completed final synchronization between Eden and our data treatment tool, the DLS. The DLS, or Data Listening System, is capable of scanning, recording, and parsing exchanges of any kind. The DLS programming that is a part of Eden will filter all data collected and bring to your attention only the most relevant information. It will also provide you with a condensed overview of any situations that may arise and formulate potential future outcomes. It will permit you to give direct orders without having to go through additional unnecessary paperwork. Eden will then take care of everything via their DLS accreditation, as is often the case with tools produced by my department. I think you'll find that once you start using the DLS, you'll never be able to do without it. Oh, and before I let you go ahead and start writing history, Dr. Munchie, our lead medical expert, wanted me to bring to your attention a possible side effect of vol jumping. Whilst there is a correlation between prolonged space travel and the development of early onset dementia, he believes that a vol jump has the potential to accelerate this process, although this is yet to be proven.
His recommendation is for you to immediately send any crew members that are exhibiting uncharacteristic or symptomatic behavior to an infirmary, as these facilities are equipped to treat the mind as well as the body. Remember that all of your actions and choices are being reported by Eden. We are not affiliated with any national or even international organization. The only people that you are answerable to are those of us who sit on the Marduk Council, who represent the collective interests and ambitions of the company. So, dann werden wir mal das Polymer hier auch abholen. Das ermöglicht uns dann die endgültige Fertigstellung der Schiffe. Dann werden noch Ereignisse gedroppt von den Arbeitern. Sie wollen, dass wir jetzt einen Speisesaal errichten. Dem kommen wir natürlich dann auch gleich nach. So, da ist das Frachtschiff auch schon fertig. Forschungsschiff wird jetzt gerade gebaut. Dann gibt es hier noch ein Flottenmanagementsystem. Später kann man auch Mining-Chips herstellen, die dann von Rohstoff, Asteroiden oder anderen Bergbau-Organisationsmöglichkeiten dann Rohstoffe abbauen. Und hier sehen wir, dass in der Nähe Abholung von Ressourcen 100 Nahrung bereitstehen. Die werden von unserem Außenposten Oshanabi bereitgestellt in der Nähe der Erde. So, dann bauen wir mal Wohngebäude, dass unsere Arbeiter auch ein Dach über dem Kopf haben. So, Nahrung haben wir gebaut, jetzt noch eine Krankenstation. Und damit, dass die Nahrung dann auch eingelagert werden kann, werden wir hier noch ein Lagerdepot für die Nahrung bauen. Da hat er auch schon Nahrung geliefert, der Frachter. Forschungsschiff ist auch fertig. Mit dem Forschungsschiff kann man dann jetzt hier zum Beispiel zum Mond. Dort ist ein Ereignis fliegen. Science ship has arrived at destination. Und dann werden solche Ereignisse vorgestellt, dann gibt es immer einen separaten Text dazu, dann kann man sich entscheiden zu dem Ereignis, was man auslösen möchte. Hier gibt es zum Beispiel dann überwiegend Forschungspunkte, hier gibt es dann noch Legierung und Forschungspunkte, dauert aber etwas länger. So, unser Forschungslabor ist auch fertig. Das Forschungslabor generiert zusätzlich Forschungspunkte pro Zyklus.
Und man kann dann hier einen großen Forschungsbaum dann darauf zugreifen. Es werden dann immer weitere, bessere Technologien möglich sein, mehr Möglichkeiten, Nahrung herzustellen und verschiedenste andere Produktionsstätten. Wir werden jetzt die Außenbordschleuse erforschen. Hier ist noch ein Ereignis von den Arbeitern. Sie wollen Quartiere. Wir sind gerade im Bau. A science ship team has completed a task. Genau, dann sind hier noch Meldungen. Das Forschungsschiff ist soweit durch. Können wir jetzt abholen. Und dann wird das jetzt abgeholt, die Forschungspunkte. Wir haben noch eine weitere eingehende Übertragung. Administrator, I have an incoming transmission from Marduk Council member Henry Bargeville. Bonjour, Administrator. What a wonderful day to embrace our fate, don't you think? I am Henri Bargeville, writer, philosopher, lobbyist, but most of all member of the Marduk Council. I have taken the liberty of personally arranging an exchange out of courtesy with the Oshanabi, a ship in high orbit belonging to one of our commercial allies, the Ashtongites. Even though they are a small organization, the Ashtongites are important partners who share the same pragmatic, moralistic, and spiritual outlook as we do. The Oshanabi will provide us with a source of food whilst carrying out the Tiqqun's initial testing. By making it the first exclusive trade partner of the Tiqqun, we will demonstrate to our long-term allies that Dolos wishes for them to share in our successes. Please assign a cargo ship so that we can check the trade routines. Administrator, trust in genetic connectors. Self-similar space will reveal the pattern. Ja, das haben wir jetzt ja schon gemacht. I have an incoming transmission from Dolus' head of medicine, Dr. Abhinav Munshi. So, der nächste. Greetings, Administrator. I'm Dr. Abhinav Munshi, Dolus expert in compartmentalism and medicine, and a member of the Marduk Council. I'm glad to finally meet you, even in this digital manner. Your psychological test results were quite impressive. My friend and colleague, Philip Stanford, couldn't be here today, so I will take the role of introducing you to the final stages of the whole engine integration. Before we get into that, however, we would like you to complete the testing station's exploration and enhancement capabilities. You'll then be able to begin researching the EVA airlock and assess its compatibility with the Tiqqun's core systems. I hope that the work of our team will ensure that you're equipped to deal with most situations you encounter up there. Before I leave you, Stanford would like me to remind you that space is a far less fanciful and forgiving environment than science fiction would have us believe. It would be wise to remember that. Gut, danke schön. Die Forschung ist abgeschlossen, dann können wir jetzt noch den Sondenwerfer erforschen. Ich denke dann, das Schiff hat soweit auch hier die Reihe abgeschlossen. Dann fliegt es zum Mars. Und dann gibt es hier nochmal Erklärungen. Ich sehe gerade, wir müssen noch weitere Bürger in Häuser verfrachten. Wir brauchen noch Wohnhäuser. Und dann die Außenbordschleuse. Wird dann jetzt auch mal gebaut. Wir spulen ein bisschen vor.
So. Ist jetzt im Bau, müsste dann gleich fertig sein. Power supply overloaded. So, wir haben jetzt zu viel Energie im Verbrauch. Wir werden das Techniklabor abschalten. Jetzt können wir wieder hochfahren. Und jetzt können wir zur Außenstruktur. Wir können jetzt einen mittleren Sonnenkollektor bauen. Und wir können dann den Wohleantrieb dann gleich bauen. Hier werden jetzt nochmal die Außenkonstruktionen genauer erklärt. Energie und die Arbeitsplatzsicherheit. Hier sind wieder Ereignisse verfügbar. Und hier können wir jetzt mehr Personal anfordern. Werden wir auch machen. Wenn wir aber auch mehr Wohnungen brauchen. So, die Kollektoren wurden jetzt hergestellt. Wir haben jetzt genug Energie. Wir können jetzt auch dann den Wohleantrieb herstellen. Weitere Wohngebäude. Das Forschungsschiff. So, wir können jetzt noch mal hier, wir haben nicht die benötigten Ressourcen. Wir können jetzt aber die Störung im Tausch der Ressourcen hier. Oh, es wurde noch kein Schiff ausgewählt. Wir können jetzt nur unseren Frachter auswählen, der dann dahin fliegt und unterstützt. Administrator, the different phases of preparation, calibration, and verification were successfully completed. You must now start the Vol bonding procedure. Dolos protocols now deem you competent to gather resources, knowledge, and test colonization routines once you reach Proxima Centauri. Before you do so, Vanir Dolos, Marduk Council founder and Dolos CEO, wants to talk to you. Hello, Administrator. I'm glad to see that you have managed to complete your assignments in preparation for this unique moment in history. You must understand that this is not simply another chapter in humanity's story. The book of our life on Earth is over, and we stand now at its epilogue. It saddens me to think that there are many who have yet to comprehend the reality of our situation. We've endured endless cycles of war, crisis, and famine. Still, the worst is yet to come. There are others like Dolos who have prepared for this outcome, but most of our kind remain sheltered from the horror of the predicament we find ourselves in. This pale ghost of civilization will wither and die, and with it, the tenets and values of the past. As we prepare to lead this system for the first time, perhaps we must decide which fragments we will pick up and take forward with us. Through Dolos, I am offering mankind an alternative means of survival. The Tiqqun is a tablet upon which we will carve our new history. Do you recognize why I have done all of this? Having foreseen our fate, I became fixated on altering it.
I set about fashioning the ropes and tying the knots that would bind together this magnificent ship. It is true that our time in this world is brief, but at least I can rest assured knowing that my legacy will endure for eons. Farewell, Administrator. For the few who stand in the light and the many who dwell in the dark, you carry the fate of us all. Jetzt fliegen wir zum Mond, machen uns bereit für den Sprung in die nächste Galaxie, für die Rettung der Menschheit, für weitere Forschungsergebnisse und weitere unendliche Weiten. Werden nochmal die Systemsprünge erklärt. Und wir haben noch eine eingehende Übertragung. Administrator, please ensure that they have suitable accommodation once you reach Proxima Centauri. Ja, auf jeden Fall haben wir genug Häuser gebaut. Nahrung haben wir auch soweit. Charging full engine. Und jetzt geht's los. Auf zu unbekannten Weiten. Tiqqun Traumschiff Surprise startet die Triebwerke. Full engine ready. Dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Preview. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich darauf, dann euch bei den nächsten Videos wiederzusehen. Habet Dank, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Video. Euer Yorick, Aurelius. The Earth, our home, she is unique. Held in its bosom are the ingredients of evolution. Beyond raw survival, beyond the safety of comfort, we, humanity, pursue something greater. We have learnt, persevered, shaped our knowledge from that which is found in the furthest realms of science. However, humanity has brought destruction to the earth, polluted its blood, choked its breath. Today we are paying the price for this. We know the taste of a dying world. But the earth is not to be our grave. A mother does not wish to see her children disappear with her. She wishes to see instead courage in her children, to carry on. Dolos carries this courage. We have gone further than any nation, moved faster than any corporation, hand in hand with those who, like us, carry that courage. The Tiqqun Station is both an epilogue of these endeavors and a prologue to humanity's next steps. Our Council of Scientists leads the vanguard. They know,
as do we all, that the survival of humanity now depends on what we glimpse out there in the dark. That we are masters of our own destiny. That we must go as a species bound together, pushing further into the unknown. We set sail on this new sea because there is hope to be found, horizons to explore, and because our very existence depends on it. I give you the stars. I give you the Vol engine.